Wir reden auf diesem Kanal ja sehr oft über Zweitpässe, zweite Staatsbürgerschaften und wie diese für dich ein Riesenvorteil sein können. Aber Staatsbürgerschaften können auch ein Nachteil sein. Und in diesem Video werde ich dir 13 Szenarien aufzeigen, in denen eine zweite Staatsbürgerschaft zum Riesenproblem für dich werden kann. Auf diesem Kanal sprechen wir häufig über zweite, dritte, vierte Staatsbürgerschaften, über Zweitpässe als eine Art Sicherheitspolice, um dich gegen die Übergriffigkeit eines Staates, zum Beispiel Deutschlands, zu schützen. Man denkt an Dinge wie zum Beispiel die Wehrpflicht oder auch die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Tatsächlich ist es aber so, dass jede Staatsbürgerschaft, die man erwirbt, auch wiederum gewisse Risiken in sich birgt. Man muss also hier genau prüfen, ob diese zweite Staatsbürgerschaft, ob dieser Zweitpass tatsächlich für mich in mein Szenario passt oder möglicherweise, ob er mich damit einem größeren Risiko aussetzt für ganz signifikante Nachteile, die ich dir in diesem Video einmal vorstellen werde. Nachteil Nummer 1, es ist eben diese sogenannte staatsbürgerschaftsbasierte Besteuerung. Wir wissen, dass diese in den USA schon existiert, aber Länder wie zum Beispiel Indien, China und auch Frankreich denken sehr aktiv über die Einführung einer solchen Besteuerung nach. Die Deutschen tun das übrigens auch. Die Grüne Partei will das schon seit Jahren machen. Sie hat es sogar schon im Programm für die vorletzte Bundestagswahl mit integriert gehabt. Wir reden natürlich häufig davon und sagen, dass ein Zweitpass genau dann natürlich hilfreich wäre, wenn Deutschland eine solche Besteuerung der Staatsbürgerschaft einführt. Du musst dir aber hundertprozentig sicher sein, dass du dann durch deinen Zweitpass nicht dem gleichen Risiko ausgesetzt bist. Also dass das Land, welches diesen Zweitpass ausstellt, ebenfalls möglicherweise eine solche Besteuerung nach Staatsbürgerschaft einführt. Vielfach ist es ja gerade so, dass in der Europäischen Union zum Beispiel dann alle Länder hier von einer solchen Besteuerung der Staatsbürgerschaft betroffen werden. Das heißt, in einem solchen Szenario wäre dann ein zweiter EU-Pass, wir reden ja oft zum Beispiel hier vom irischen Pass oder vom maltesischen Pass oder sowas, dann nicht geeignet wäre. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das zweite große Risiko, vor dem man sich vielfach schützen will, nämlich die Wehrpflicht. In Deutschland haben wir bekanntlich die Wehrpflicht und viele sagen sich, dass sie einen zweiten Pass erwerben, um sich vor dieser Wehrpflicht zu schützen. Übrigens, ob das wirklich funktioniert und wie das funktioniert, dazu haben wir ein Video gemacht. Suche einfach hier auf unserem Kanal nach Wehrpflicht und dann wirst du es finden. Aber natürlich auch hier wiederum ein sehr wichtiger Punkt. Hat denn das Land, dessen Pass du kaufst oder dessen Pass du erwirbst, vielleicht ebenfalls eine Wehrpflicht? Wir wissen ja zum Beispiel, dass du in der Türkei letztlich die Staatsbürgerschaft kostenlos bekommst, wenn du dort eine Immobilie zu einem gewissen Wert kaufst. Aber die Türkei ist die zweitgrößte militärische Macht in der NATO und sie hat eine Wehrpflicht. Also selbst wenn du davon nicht betroffen wärst, sind vielleicht deine Kinder und Enkel dann davon betroffen, nur weil sie diesen Pass haben. Also auch hier natürlich sehr genau nachschauen, ob es in dem entsprechenden Land eine Wehrpflicht gibt. In vielen Ländern ist das ja der Fall, auch wenn die Wehrpflicht gerade ruht. Nicht, dass du hier letztlich die Katze im Sack kaufst. Nachteil Nummer 3, Ausreiseverbote. Wir haben das in der Ukraine gesehen. Ukrainische Männer konnten das Land nicht mehr verlassen, als der Krieg begonnen hat. Das Gleiche kennen wir auch aus Ländern wie Myanmar oder auch Iran oder auch zum Beispiel Belarus. Hier vielleicht nicht für eine Wehrpflicht, aber aus anderen Gründen werden hier Ausreiseverbote verhängt. Hier kann also dein Pass über Nacht zur Handschelle werden. Nachteil Nummer 4, die Abschaffung der zweiten Staatsbürgerschaft. Viele Länder haben sehr strenge Regeln zur zweiten Staatsbürgerschaft. Deutschland hatte ja bis vor kurzem auch sehr strenge Regeln. Diese Regeln ändern sich immer wieder mal und zum Beispiel im Falle Kuwaits wurden hier vor kurzem 12.000 Staatsbürgerschaften aberkannt, welche diese Bürger hier legal erworben haben, weil man eben eine zweite Staatsbürgerschaft erwerben konnte. Dann haben sie die Regeln geändert und dann stehst du auf einmal ohne da. Wenn also eine zweite Staatsbürgerschaft für dich sehr wichtig ist, für deinen Plan B zum Beispiel, dann am besten natürlich diese in einem Land haben, wo so etwas nicht passieren kann. Wie gesagt, diese Kuwaitis, die ihre Staatsbürgerschaft verloren haben, haben sie nicht verloren, weil sie irgendwas falsch gemacht haben oder weil sie betrogen haben, sondern schlicht und ergreifend, weil sich dort die Regeln geändert haben. Das 5. Risiko einer Staatsbürgerschaft sind Wegzugs- oder ähnliche Steuern. Wir kennen das ja aus Deutschland und es ist tatsächlich der Grund,
warum ich jedem Ausländer empfehle, der die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen könnte, es sich sehr gut zu überlegen. Zwar gibt es in Deutschland hier keine Wegzugsteuer, die jetzt auf der Staatsbürgerschaft basiert. Die sogenannte Wegzugsteuer basiert eben auf der Tatsache, dass du 7 der letzten 12 Jahre in Deutschland steuerpflichtig warst, egal ob du die deutsche Staatsbürgerschaft oder eine andere Staatsbürgerschaft hast. Aber es gibt natürlich Dinge wie die erweitert beschränkte Steuerpflicht oder auch die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer nach dem Wegzug, die von der deutschen Staatsbürgerschaft abhängen. Hier ist es ein großer Vorteil, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hast. Und ähnliche Gesetze gibt es eben auch in anderen Ländern. Wie gesagt, die erweitert beschränkte Steuerpflicht und die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer nach dem Wegzug, sie betrifft nur deutsche Staatsbürger. Damit sollte man sich natürlich unbedingt hier beim Zulegen einer zweiten Staatsbürgerschaft anschauen, ob solche Steuern hier geplant sind oder ob es sie bereits gibt. Denn dann kann natürlich die Staatsbürgerschaft zu einer echten Fußfessel werden. Das 6. Risiko, das mit einem Zweitpass verbunden ist, dass dieser Pass auf einmal gesperrt wird. Auch das kennen wir aus Deutschland. Es gibt in Deutschland ein Passgesetz und wenn du deine Steuern nicht bezahlt hast und das Finanzamt dich nicht auffinden kann, dann kann es passieren, dass dir der Pass gesperrt wird. Also es wird hier nicht die Staatsbürgerschaft aberkannt, das meine ich nicht. Nein, der Pass als Dokument wird gesperrt und du kannst nichts dagegen machen. Deutschland reiht sich ja ein in eine Reihe von Staaten, die sich hier nicht mit Ruhm bekleckert haben, zum Beispiel Russland, zum Beispiel Iran oder China. Stell dir vor, was passiert. Du bist am Flughafen, du willst einchecken, du willst in ein Flugzeug einsteigen und auf einmal geht es nicht mehr, weil dein Pass ungültig ist. Also, verlass dich nicht auf einen Pass, wo so etwas passieren kann, beziehungsweise hab einen Pass, der dich genau vor einem solchen Szenario schützt. Risiko Nummer 7, das sind Reiseverbote. Wir kennen das wiederum aus den USA. Hier gibt es ja eine Liste von Ländern und wenn du einen solchen Pass hast, dann darfst du nicht in die USA einreisen, egal ob du unschuldig bist oder nicht. Wir denken an Länder wie Afghanistan, Iran, Nordkorea, Venezuela. So, das ist jetzt nur das Beispiel USA, aber sowas könnte man sich natürlich auch in den USA vorstellen. Das heißt also, hier kannst du dich tatsächlich nur davor schützen, wenn du diese Staatsbürgerschaft gar nicht erst hast. Denn wenn du sie hast, dann dürfst du zum Beispiel nicht in die USA oder eben in ein anderes Land einreisen. Risiko Nummer 8, erweiterte Sicherheitskontrollen. Mit dem deutschen Pass wird dir das nicht passieren, aber wenn du einen Pass aus einem anderen Land hast, der jetzt nicht als so gut angesehen wird wie der deutsche, kann es sein, dass du hier vor dem Borden eines Flugzeuges nochmal in eine zweite Kontrolle reinkommst. Oftmals kann das sogar zur Folge haben, dass du deinen Flug nicht erwischt. Bisher betrifft das hauptsächlich Personen aus dem Mittleren Osten, natürlich keine Deutschen, aber auch hier musst du aufpassen, dass du natürlich nicht einen Pass hast, wo du auf einmal in ein solches Problem hineingezogen wirst. Der russische Pass gehört mittlerweile ganz sicherlich dazu. Nachteil Nummer 9 bestimmter Staatsbürgerschaften ist, dass du für bestimmte Länder kein Visum bekommst. Es sind ähnlich wie diese Reisesperren. Egal wie sehr du dich anstrengst, wenn du einen bestimmten Pass hast, dann giltst du einfach als unerwünscht, dann bekommst du kein Visum in einem bestimmten Land und kannst nicht dorthin reisen. Nachteil Nummer 10 sind Kontoeröffnungen. Hast du einen bestimmten Pass, dann wirst du bei bestimmten Banken kein Konto bekommen. Bestes Beispiel ja auch wieder die Amerikaner. Hast du einen amerikanischen Pass, dann wirst du wahrscheinlich bei einer Schweizer Bank kein Konto bekommen, egal wie unschuldig du bist. Das ist jetzt sicherlich hier ein Extrembeispiel, die USA. Hier liegt natürlich FATCA zugrunde und umfangreiche Reporting-Regelungen, aber sowas könnte natürlich auch bei anderen Ländern passieren. Wir denken nur an den OECD-CAS. Dieser basiert natürlich bekanntlich nicht auf Nationalität, sondern auf dem Wohnsitz. Aber auch hier kann man sich natürlich eine zukünftige Ausbaustufe vorstellen, wo es dann auch wiederum hier um Staatsbürgerschaft geht, besonders wenn eine Besteuerung der Staatsbürgerschaft eingeführt werden sollte. Hier muss man auch an die Einführung von CDBCs, also von digitalen Zentralbankwährungen denken, über die dann ja alles viel leichter hier getrackt und überprüft werden kann. Nachteil Nummer 11 bestimmter Staatsbürgerschaften sind Berichtspflichten. In manchen Ländern ist es notwendig, alleine aufgrund deiner Staatsbürgerschaft, dass du hier an das Land berichtest, was du für Vermögen hast, wo du wohnst, was du verdienst. Wir kennen das aus Deutschland. Fällst du nämlich unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, davon sind nur deutsche Staatsbürger betroffen, und du ziehst aus Deutschland weg, dann musst du noch für 10 Jahre an den deutschen Staat melden, was du verdienst, was deine weltweiten Einkünfte sind, auch wenn du dafür in Deutschland keine Steuern zahlen musst. Selbst wenn du übrigens die deutsche Staatsbürgerschaft abgibst. Hier spielt es nur eine Rolle, dass du 5 Jahre vor dem Wegzug deutscher Staatsbürger warst. Es wäre natürlich ziemlich blöd, wenn ein Zweitpass aus einem Land ist,
so wie Deutschland, wo dann hier weitere Berichtspflichten auf dich zukommen. Nachteil Nummer 12 ist das soziale und politische Stigma. Manche Staatsbürgerschaften sehen einfach nicht besonders gut aus und du wirst dort in der Welt nur Probleme haben. Beispiel die amerikanische Staatsbürgerschaft, die russische Staatsbürgerschaft oder aber auch die chinesische Staatsbürgerschaft. Da gibt es einfach zu viele politische Konflikte. Natürlich bisher sind die Pässe aus Deutschland oder zum Beispiel Singapur oder der Schweiz ziemlich populär weltweit, weil das Länder sind, die eigentlich niemandem wehtun. Das heißt, mit diesen Pässen kommt man weit in der Welt, aber wie wir alle wissen, kann sich das auch ziemlich schnell ändern. Kommen wir also zum Risiko Nummer 13. Und das ist einfach die Tatsache, dass du mit einer zunehmenden Anzahl von Staatsbürgerschaften hier möglicherweise auch immer mehr Nachteile hast. Ich sage das deswegen, weil es tatsächlich Mandanten gibt, die sagen, okay, warum nicht 4, warum nicht 5, warum nicht 6 Staatsbürgerschaften? Die ganzen Dinge, die ich jetzt gesagt habe, diese 13 möglichen Risiken, die müsstest du dann tracken über 5, 6, 7 Staatsbürgerschaften und müsstest hier möglicherweise bestimmte Erklärungspflichten erfüllen zu all diesen Staatsbürgerschaften. Daher raten wir Mandanten, eine weitere Staatsbürgerschaft ist gut, vielleicht 2, aber damit hat sich's dann auch und die muss man eben genau auswählen. Da sollte man sich einfach nur nehmen, was es gerade gibt, sondern hier sich sehr genau überlegen, anhand dieser Risiken, ob es diese zweite Staatsbürgerschaft wirklich bringt, ob sich dieser Zweitpass wirklich lohnt. Wenn auch du dir darüber Gedanken machst, einen zweiten Pass zu beantragen, dann würden wir uns freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als genau uns mit diesen Themen zu befassen. Zweitpässe, zweite Staatsbürgerschaften, steuerliche Optimierung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.